Ich möchte, dass Sie sich dieses Video sorgfältig ansehen, denn es ist einer der wichtigsten und faszinierendsten Inhalte, die ich je gemacht habe. Ich vertraue Ihnen und garantiere Ihnen, dass Sie es nicht bereuen werden, wenn Sie sich die Zeit nehmen, dieses Video anzuschauen. Dieses Video zielt darauf ab, tief in Ayanos Geist einzudringen und zu verstehen, wie er seine strategische Intelligenz entwickelt hat. Außerdem gebe ich Ihnen praktische Tipps und Übungen, die Sie anwenden können, um Ayanos Niveau zu erreichen. Am Ende des Videos gebe ich Ihnen einige großartige Zitate. An dieser Stelle werden Sie vielleicht skeptisch sein. Ist er wirklich so ehrgeizig? Denken Sie vielleicht. Denn Sie haben schon in vielen verschiedenen Zusammenhängen einfache, aber nichtssagende Ratschläge zu hören bekommen. Sie haben sich viele Videos angeschaut und die meisten davon haben Ihnen vielleicht nichts genützt, außer dass sie Ihnen Ideen geliefert haben. Was ich Ihnen hier biete, sind jedoch nicht nur gut klingende Ratschläge, sondern auch konkrete Informationen, die Sie tatsächlich in die Praxis umsetzen können. Es gibt auch die Überzeugung, dass nicht jeder wie Ayano sein kann. Die Menschen sehen die Errungenschaften solcher Persönlichkeiten oft nur als einen Traum an. Aber die Wahrheit ist, dass mit der richtigen Einstellung und Anstrengung alles möglich ist. Benjamin Franklin war ein Mann, der persönlichen Entwicklung große Bedeutung beimaß und sie auf disziplinierte Weise praktizierte. Eine seiner Methoden war es, sich am Ende eines jeden Tages diese beiden Fragen zu stellen. Was habe ich heute Gutes getan und welchen Fehler habe ich heute gemacht? Diese einfache, aber wirksame Methode ermöglichte es Franklin, sich ständig zu verbessern und ein besserer Mensch zu werden. Sie können einen ähnlichen Ansatz wählen. Das Zitat von Seneca, „Lebe jeden Tag, als wäre er ein ganzes Leben“, ist ein Leitfaden, der uns hilft, die Tiefe der stoischen Philosophie und den Sinn des Lebens zu begreifen. Dieser Spruch ist nicht nur ein Ratschlag, sondern auch eine Lebensphilosophie. Seneca erinnert uns an den Wert des Augenblicks, an die Bedeutung eines bewussten Lebens und an die Unausweichlichkeit des Todes. Diesem Zitat liegt der Gedanke zugrunde, dass jeder Tag einzigartig und wertvoll ist. Es unterstreicht, dass wir das Beste aus dem gegenwärtigen Moment machen sollten, anstatt in der Vergangenheit zu schwelgen oder uns um die Zukunft zu sorgen. Jeder Tag sollte als eine eigene Lebenserfahrung angesehen werden, und diese Erfahrung sollte in vollen Zügen gelebt werden. Mit dieser Aussage ermutigt Seneca zu einem bewussten Lebensstil. Indem wir jeden Tag so leben, als wäre es unser letzter, konzentrieren wir unsere Aufmerksamkeit und Energie auf das, was wichtig ist. Ein solcher Ansatz ermöglicht es uns, Entscheidungen im Einklang mit unseren Werten und Zielen zu treffen, anstatt unsere Zeit mit trivialen Details zu vergeuden. Wenn dieses Video Sie nicht anspricht, liegt das vielleicht nur daran, dass Sie nicht bereit sind, diese Art von Veränderung vorzunehmen. Denn wenn wir uns wirklich für etwas engagieren, müssen wir erkennen, dass alles möglich ist, um es zu erreichen. Um zu beginnen, müssen Sie die richtigen Informationen haben. Denn egal wie fleißig man ist, ohne die richtigen Informationen ist es schwierig, voranzukommen. Wenn man an etwas arbeitet, ist es sehr wichtig, die richtige Strategie zu finden, die den größten Erfolg bringt. Worauf muss man zum Beispiel beim Schachspielen oder beim Üben von Kampfsportarten besonders achten? Jim Rohn ist ein bekannter Redner und Autor auf dem Gebiet der persönlichen Entwicklung. Eines seiner Grundprinzipien lautet: Erfolg hinterlässt Spuren. Diesem Prinzip zufolge können wir unseren eigenen Weg zeichnen, indem wir die Wege und Gewohnheiten erfolgreicher Menschen analysieren. Rohn vertritt die Ansicht, wenn man immer wieder das tut, was erfolgreiche Menschen tun, kann man schließlich so werden wie sie. Wenn Sie jemand wie Ayano werden wollen, sollten Sie seine Handlungen und Methoden kopieren. Aber denken Sie daran, dass die meisten Menschen nicht in der Lage sind, dies zu tun. Schauen wir uns Ayanos Herangehensweise an ihre Reise zum Erwerb von Wissen an. Wir müssen verstehen, wie Ayano liest und ihre Umgebung analysiert und wie sie aus diesen Erfahrungen lernt. Dazu ist es auch wichtig, die richtigen Bücher zu lesen. Bücher über Philosophie, Macht und Politik können Ihr Gehirn herausfordern und Ihnen helfen, stärkere Neuronenverbindungen herzustellen. Man sollte aktiv hinterfragen und versuchen zu verstehen, was man liest, nicht passiv. So können Sie Ihr eigenes Gehirn noch mehr anstrengen und es weiterentwickeln. Welche Bücher sollten Sie also lesen, um Ihr Gehirn zu fordern und schlauer zu werden? Hier sind einige Vorschläge. Bücher über Macht und Politik, philosophische Texte und gut geschriebene Kriminalromane sind einige davon.
Es gibt auch etwas über die Macht des Handelns zu sagen. Ganz gleich, wie viele Bildungsinhalte Sie konsumieren, es ist das Handeln, das Sie wirklich verändern wird. Hier schlage ich einen einfachen, aber effektiven Rahmen vor, den IAS-TE-Rahmen. Bei diesem Rahmen geht es darum, das Gelernte in die Praxis umzusetzen, zu bewerten, wie es funktioniert und Anpassungen vorzunehmen. Wenn Sie zum Beispiel ins Fitnessstudio gegangen sind und ein Sixpack bekommen haben, müssen Sie dies beobachten und Ihre Strategie bewerten. Wenn Sie nicht das gewünschte Ergebnis erzielt haben, nehmen Sie dies als Feedback und überarbeiten Sie Ihre Strategie. Wenn Sie Ihr Gehirn entwickeln wollen, können Sie es genau wie Muskeln wachsen lassen, indem Sie es zwingen. Wenn Sie ein Buch lesen, werden Sie vielleicht geistige Schmerzen verspüren und es wird Ihnen schwer fallen. Aber dieser Prozess wird deinen Gehirnmuskel stärken. Wenn Sie ein Buch lesen, sollten Sie immer darauf achten, dass Sie es verstehen und sich geistig anstrengen. Denn je mehr Ihr Geist gefordert wird, desto stärker wird er. Viele Menschen glauben, sie hätten natürliche Talente, aber die Wahrheit ist, dass es keine natürlichen Talente gibt. Alles wird durch Übung, durch Anstrengung erworben. Die Entwicklung Ihres Gehirns ist wie das Training Ihrer Muskeln. Sie müssen sich jeden Tag ein bisschen mehr anstrengen, um die Kapazität Ihres Gehirns zu steigern. Und schließlich sollten Sie daran denken, dass die Entscheidungen, die Sie jeden Tag treffen, Ihr Leben prägen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, 20 Minuten lang ein Buch zu lesen, anstatt einen Film anzuschauen, wird Ihnen diese Entscheidung große Vorteile bringen. Wenn Sie Ihre Bildschirmzeit reduzieren und sich neue Gewohnheiten aneignen, um sich selbst zu verbessern, können Sie eine bedeutende Veränderung in Ihrem Leben erleben. Ein interessanter Satz von Ayano über Motivation lautet: Um deine Ziele zu erreichen, reicht es nicht aus, sie nur erreichen zu wollen. Du musst auch dafür brennen, sie zu erreichen. Dieser Satz unterstreicht, dass Motivation nicht nur ein Wunsch oder ein Wunsch ist, sondern auch Leidenschaft, Ausdauer und Entschlossenheit erfordert. Dieser Satz unterstreicht, dass Motivation nicht nur ein Wunsch oder eine Sehnsucht ist, sondern auch Leidenschaft, Ausdauer und Entschlossenheit erfordert. Es reicht nicht aus, dass wir unsere Ziele erreichen wollen. Wir müssen auch ein Feuer in uns entfachen, um diese Ziele zu erreichen, leidenschaftlich arbeiten und entschlossen sein, Hindernisse zu überwinden. Dieser Satz erinnert uns daran, dass Motivation eine innere Kraft ist und wie wichtig es ist, diese Kraft zu mobilisieren. Nehmen Sie sich nach der Lektüre dieses Artikels ein Notizbuch, um aktiv zu werden und die Entscheidungen, die Sie täglich treffen, festzuhalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie große Veränderungen herbeiführen können, indem Sie an die Grenzen Ihres Geistes und Ihrer Fähigkeiten gehen. Jetzt möchte ich, dass Sie mir ein paar Minuten lang Ihre volle Aufmerksamkeit schenken. Schalten Sie alle Ablenkungen aus und konzentrieren Sie sich ein paar Minuten lang auf das Video. David Goggins' Philosophie der Mental Toughness betont, dass die Grenzen unseres Potenzials durch unseren Verstand gezogen werden. Wenn du denkst, dass du nicht genug bist, liegst du falsch, sagt Goggins. Die Überwindung mentaler Barrieren, das Betreten der Unbehaglichkeitszone, die Stärkung der mentalen Muskeln, die Entdeckung des Potenzials und das Verständnis unserer wahren Kapazität sind die Eckpfeiler dieser Philosophie. Goggins glaubt, dass mentale Stärke wie ein Muskel entwickelt werden kann. Jede Herausforderung ist eine Gelegenheit, diesen Muskel zu stärken. Das Sprichwort „Schmerz ist vorübergehend. Der Sieg ist ewig“ bedeutet, dass die Überwindung von Schwierigkeiten dauerhafte Erfüllung bringt. Mentale Stärke ermöglicht es uns, in allen Bereichen des Lebens erfolgreich zu sein, nicht nur bei körperlichen Herausforderungen. Nach der 40%-Regel von Goggins nutzen Menschen nur 40% ihres Potenzials. Die verbleibenden 60% können durch das Überschreiten mentaler Grenzen freigesetzt werden. Mit Hilfsmitteln wie Meditation, Atemübungen und Techniken des positiven Denkens lässt sich mentale Stärke entwickeln. Nun, nur 1% der Personen im Video wollen diese ausprobieren. Wenn Sie zu diesen 1% gehören wollen, schreiben Sie mir in die Kommentare. Vergessen Sie nicht, das Video zu abonnieren und zu liken, um mehr zu erfahren.